So Leute, wir sind gerade gefühlt die letzten 20 Minuten durch den Dschungel gefahren. Da war es wirklich zwischenzeitlich so knapp. Also ich wusste am Ende nicht, wo wir hier rauskommen. Aber ich sage euch eins, das, was ihr jetzt dann gleich sehen werdet, ist es wirklich wert gewesen. Und ich würde vorschlagen, Robert, meinst du, du kriegst es hin, dass du jetzt schnell einen Porn rausballerst? Auf jeden Und dann Fall. gehen wir Auto für Auto durch? Machen wir so. Also von daher 3, 2, 1, Jalle Abfahrt. So Leute, ihr seht es hier hinten. Also das ist mal ein richtiges McLaren-Line-Up hier hinten. Ich weiß nicht, ob der Robert die zweite Garage jetzt im Porn auch schon eingeblendet hat. Da gehen wir auch gleich rüber. Es gibt insgesamt 3 Garagen. Die dritte darf leider nicht gezeigt werden. Ich weiß nur, dass da auch ein Black Series mit Sternen drinnen steht. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal hier anfangen. Also wir haben hier erstmal einen schönen 991 Punkt 2 GT3 RS in dem kompletten Weissachpaket. Schön hier mit den gelben Scheinwerfern, damit du richtig hier diesen schönen Racing-Look rausbekommst. Und da hinten haben wir nämlich auch eine komplette Akrapovic-Anlage verbaut. Leute, ich habe den Besitzer hier kennengelernt. Also das ist hier wirklich ein verrückter Typ. Also mit dem Raoul haben wir ja letztens ein Video gedreht. Der ist ja auch schon verrückt, aber da könntest du denken, das ist der Bruder von ihm, weil der ist nämlich genauso ähnlich verrückt. Denn Leute, wenn es hier nämlich weitergeht, wir haben hier einen 675 LT Spider. Für die, die es noch nicht wissen, das ist ja wirklich einer meiner Favoriten. Also für mich gibt es kein besseres Auto, wenn du sagst, du willst einen geilen Roadtrip nach Österreich machen, nach Italien oder hierher nach Südfrankreich. Du hast vorne deinen Platz im Kofferraum. Das ist einfach perfekt. Kannst das Dach aufmachen. Hier auch schön MSO mit den zeitlichen Louvers. Und jetzt kommen wir hier zu dem. Und das ist das erste Mal, dass ich das Auto sehe. Und ich habe das Fahrzeug, als er damals rausgekommen ist, absolut schon gefeiert. Aber jetzt ihn hier in live zu sehen und dann auch noch neben 675 LT, wo du dir denkst, 675 LT Spider, unglaubliches Auto. Und dann hast du hier den 688 HS. 25 Stück gibt es davon nur weltweit. Und jetzt zieht euch das mal rein. Dieser Frontsplitter, komplett alles in Carbon. Und dann hier seitlich mit den Flaps, wie viel aggressiver das Ganze nochmal dasteht. Vor allem, wenn du dann schaust, hier Roof Scoop. Wir haben das ja auch schön alles in Carbon. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Seitenspiegel, hier alles glänzend Carbon gehalten. Ja? Und wenn wir dann hier hintergehen, und jetzt kommen wir auch zu einem Riesenunterschied, denn wir haben hier einen festen Spoiler verbaut. Komplett aus Carbon. Allein dieses Heck, dieser Diffusor, das ist wirklich verrückt. Das sieht man auch mal. Robert, da kannst du mal wirklich Detail einblenden. Diesen Unterschied zwischen Matt-Carbon, glänzend Carbon. Ich weiß, das ist immer eine Geschmackssache. Aber für mich jetzt genau das auch hier zu sehen, glänzend Carbon finde ich einfach geiler. Und es wirkt einfach hochwertiger. Robert, geh doch mal auf die Seite rüber. Wir machen mal kurz die Tür auf, weil wir müssen uns den Innenraum reinziehen. Wenn wir jetzt mal hier die Tür aufmachen, schön vorsichtig. Allein, krass, wie viel leichter die Tür ist, weil die auch komplett aus Carbon ist, auch hier innen drinnen. Jetzt hier Einstiegsleisten, alles in Carbon gehalten. Das ist verrückt. Das ist richtig, richtig verrückt. Ich finde ja immer noch, hier 675 LT ist einfach zu underrated. Und immer noch für die Leute, die einen Supercar suchen, ihr werdet sehen, ich bin überzeugt, dass hier 675 LT Coupé oder auch Spider-Version, die werden mit der Zeit von den Preisen her hochgehen. Wenn man jetzt noch einen findet mit wenig Kilometern, die Preise sind noch voll in Ordnung. Du zahlst eigentlich dasselbe wie damals zum Listenpreis oder du kriegst sie sogar auch noch günstiger. Ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht gesehen. Aber ich sage euch eins, Leute, es gibt kaum ein Auto, was dir wirklich solche Emotionen gibt und was wirklich so fahrbar ist, was wirklich alles kann. Du hast den Platz, du kannst damit auf die Rennstrecke gehen. Du kannst so viele Sachen hier mit dem Auto machen und es sieht einfach unglaublich aus. Aber jetzt, Robert, jetzt geht dieser Moment los, Leute, wo mir die Worte fehlen. Denn das ist unglaublich, 2 Senders hier drinnen zu haben, wovon es nur 500 Stück gibt. Aber der Besitzer hat mir gerade gesagt, das hier, Leute, ist ein One-of-One. Und warum das ein One-of-One ist, werde ich euch gleich erklären. Aber hier erstmal ganz kurz zu dem McLaren Senna.
denn der ist hier auch leicht modifiziert. Also erstens, dass er ein bisschen mehr Leistung hat, ja, wurde mir gerade so am Rande mitgeteilt. Aber auch hier komplett hier das Dach, alles in Carbon, ja, schön in Mattcarbon gehalten. Er hat nicht das Gorilla-Glas, finde ich aber auch, muss ich sagen, sexy. Hier schön alles in Mattcarbon gehalten. Und auch hier dieser Part, Roof Scoop, alles dieses Mattcarbon. Mega Fahrzeug, auch mit den Akzenten schön gesetzt. Was hat er nochmal gesagt mit der Lackierung her? Das ist so ein bisschen so ein Liquid Silver. Oder? Ja, es ist eine chrombasierte Lackierung. Genau. Und ist Liquid Silver. Es ist 1:1 wie vom Der HS. 688 HS. Aber jetzt, Leute, kommen wir hier zu dem McLaren Senna. Und ich habe mich nämlich gewundert gehabt, was zum Teufel ist das? Das hat unser McLaren Senna, hat das nicht. Und zwar basiert dieses Fahrzeug auf der LM-Version. 25 Stück wurden von der LM-Version gebaut, aber der hier kam zuvor raus und deswegen ist das hier von der Fahrgestellnummer her ein One-of-One-Modell. Und Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Die Felgen, ey, also die sind ja schon extrem, extrem sexy. Aber hier die Carbonfelgen und wie hier diese Schrauben eingearbeitet sind. Ich wusste gar nicht, dass McLaren sowas hat. Die sind so extrem sexy. Und Leute, das hier ist keine Folierung, sondern das ist hier alles handlackiert. Hier mit dem brasilianischen Helm, Ayrton Senna. Hier das matte Carbon. Können wir einmal kurz ein Detail einblenden. Und wenn du dann hier auf das matte Carbon gehst, ist deutlich dunkler, deutlich kräftiger das Ganze gehalten. Schau mal hier, Ayrton Senna, 3 times Formula One World Champion. 88, 90, 91. Unglaublich. Und dann sehen wir es hier hinten auch. Ja. Schau mal hier, das ist alles, ich will es gar nicht anfassen, das ist alles lackiert. Und hier auch die Auspuffanlage. Wir haben hier 4 Endrohre. Und dann hier auch hier hinten, ne? Wie viel dunkler, kräftiger, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja unfassbar. Schauen wir uns mal den Innenraum an, Leute. Das sieht mir sehr serienmäßig hier aus. Aber Innenraum ist komplett wie beim Seriensenna gehalten. Was natürlich der Unterschied ist, auch wieder hier, also es fällt mir jetzt erst richtig auf, wie sexy das ist in dem dunklen Mattcarbon. Also das sieht schon gut aus. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Also ich sag dir eins, mir wird es hier schon jetzt reichen, Robert. Aber, Leute, es wartet noch eine zweite Garage auf uns. Und da kann ich schon so viel verraten. In der Garage wird ein weiteres Video folgen, denn wir werden ein Auto fahren, beziehungsweise ich bin mir noch nicht sicher, ob ich selber fahren soll. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich genießen werde. Aber seid ihr gespannt auf jeden Fall, Leute. Wir machen mal weiter. Also hier nochmal Abschluss. Robert, was meinst du? Welchen würdest du jetzt nehmen? Den da hinten. Den habe ich ganz vergessen. Oh, Leute. Das schönste Auto. 458 Speziale. Absolutes, zeitloses Design-Fahrzeug. Rote Lackierung mit den Streifen. Und dann hier die schönen goldenen Felgen. Ich sage immer wieder, von den Ferraris, Leute, ist das so der letzte richtige, geile Ferrari, der produziert worden ist. Danach ist meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich viel gekommen. 488 Pista, ja, schön und geil, ist das schnellere Auto, deutlich schneller beim 458 Speziale. Geht jetzt nicht so viel vorwärts im Vergleich zum 488 Pista, aber diese Emotionen, die du hier mit dem Speziale entwickelst, ist einfach unglaublich. Aber jetzt schwenk mal rüber, jetzt machen wir kurz Cut und gehen wir in die andere Garage, oder? Also, auf geht's. Aufpassen, dass du nicht übers Kabel stolperst, gell? Wieso? Ja, Ich reiß das da schon raus. ich sag's nur. Ja. Das wird teuer. So Leute, wir sind in der zweiten Garage angekommen, die Porsche-Sektion. Und das ist schon wieder so unglaublich. Hier werden definitiv Träume für Porsche-Liebhaber wahr. Denn angefangen hier von einem schönen Speedster, übergehend auf einen 996 GT2, was auch wieder ultra geil dasteht in der silbernen Lackierung, dass du dann hier rüber gehst auf einen 997 Turbo, finde ich auch eigentlich geil in Gelb. Ja, Ich voll. finde das, also hier auf dem 997 passt das ideal. Bei einem 992 würde ich es nicht sehen. Bei einem 991, naja, geht's schon.
Aber hier 997 passt diese gelbe Lackierung ideal. Und jetzt arbeiten wir uns hier rüber. So, und jetzt Leute, hier 991 GT2 RS in Riviera Blau. Ultra geile Lackierung und vor allem was Geiles, wir haben hier auch schön alles in Carbon gehalten, ja, was natürlich auch schon serienmäßig beim GT2 RS kommt. Und der hat natürlich auch, hat mir der Besitzer gesagt, auch leicht modifiziert, ja, minimal modifiziert. Einfach ein ultra geiles Auto. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, wenn hier wirklich ein GT2 RS beim 992 kommen sollte, und ihr wisst ja, diese Aero beim 992 GT3 RS ist schon unglaublich, aber dann hier 992 GT2 RS, diese Aero da drauf kommt, ich glaube, das wird die Ultra-Fahrmaschine. Und was auch eine Ultra-Fahrmaschine ist, Emotionen pur. Und zwar hier 997 GT3 RS 4.0, manuelle Handschaltung. Und ich würde sagen, Robert, wir gehen auch gar nicht mehr weiter darauf ein, Leute, denn im nächsten Video werden wir das Auto fahren. Von daher seid ihr auf jeden Fall gespannt, um hier zum Abschluss zum Video zu kommen. Also erstmal ein großes Dankeschön an den Besitzer, dass wir hier vorbeikommen durften. Ja. Relativ spontan, obwohl wir gefühlt durch einen halben Dschungel gefahren sind. Aber auch diese Sammlung zu sehen und vor allem der Besitzer fährt jedes Auto, wie wir auch hier schön an den Reifen sehen können und auch am Kilometerstand und wie der auch fährt. Das werdet ihr eben im nächsten Video sehen. Ich werde mir das noch überlegen, ob ich selber fahren werde, aber ich glaube ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde lieber mitfahren und einfach genießen, wie mit dem Raoul im Carrera GT. Und ja, dann sind wir raus, Leute. Und dann bis zum nächsten Video wieder. Peace out.